Wer in entlegenste Ecken gelangen will, dafür aber kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung hat, muss nicht traurig zu Hause sitzen bleiben und so lange sparen, bis das Traumauto vor der Tür steht. Mieten statt kaufen ist eine Möglichkeit, auch jetzt schon auf Tour zu gehen. In Deutschland ist der Mietmarkt allerdings sehr übersichtlich. Genauere Infos dazu findet ihr übrigens im Explorer Nummer 5 2021. In Ländern, in denen Geländewagen gängiges Fortbewegungsmittel sind, ist es einfacher, ein Mobil für die Reise zu finden. Wir zeigen einmal am Beispiel von Namibia, worauf ihr bei einer Fahrzeugübernahme achten solltet. 16 Stunden Flug waren wir unterwegs. Jetzt sind wir in Namibia angekommen, in Windhoek, und werden jetzt unser Fahrzeug übernehmen. Ein Toyota Land Cruiser. Sieht ganz gut aus, Dachzelt ist oben drauf, nagelneue Reifen. Ich freue mich auf diese Fahrt durch Namibia. Aber bei aller Vorfreude steht als erstes ein gründlicher Check des Reisegefährten an. Die üblichen Dinge wie Flüssigkeitsstände beim Öl, Kühlwasser und Bremse prüfen und den Motor einer allgemeinen Sichtkontrolle unterziehen. Und dann geht es eine Etage tiefer. Soll heißen, auch mal unters Auto legen. Denn selbst wenn man kein ausgebildeter TÜV-Prüfer ist, werden einem doch die augenscheinlichsten Dinge auffallen. So, die Blattfedern sehen auch gut aus. Zumindest kann ich keine Risse oder Brüche sehen. Sollte bei so einem relativ neuen Fahrzeug auch meistens ganz okay sein. Doch manchmal muss man noch genauer hinschauen. Beliebter Trick ist tatsächlich bei alten Reifen, die einfach umzudrehen und die schadhaften Stellen verstecken zu wollen. Und hier, wenn man sich einmal unter das Auto legt, ist so ein passendes Beispiel, da ist der Reifen einfach schon komplett tot. Mit dem fährt man gar nicht erst vom Hof. Der muss auf jeden Fall getauscht werden, bevor es losgeht. So, Ersatzreifen sind 2 Stück dabei. Auf dem Fahrzeug sind MT-Reifen drauf. Das hier ist ein AT-Reifen, passt also nicht ganz dazu vom Profil her, aber die Größe zumindest stimmt schon mal. Und auch die weitere Ausstattung sollte man vor Fahrtantritt genauer unter die Lupe nehmen. Ein Teil für den Highlift. Dabei eine Schlauchpumpe. Riecht nach Diesel. Abstützung für den Highlift. Vielleicht ab und zu mal was zum Saubermachen. Starthilfekabel. Radkreuz. Abschleppgurt auch dabei. Und für den Fall der Fälle noch ein Werkzeugkoffer. Und hier, ja, ganz wichtig, fürs Fahren auf Schotterpisten der Kompressor, um den Luftdruck danach nach dem Ablassen wieder aufzubessern. Und hier sind noch 2 Reservekanister, A20 Liter, 40 Liter extra für noch ein bisschen mehr Reichweite. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. In der Regel werdet ihr ein Übergabeprotokoll unterzeichnen. Hier lieber genauer hinschauen, ob auch alle Schäden gewissenhaft eingetragen wurden. Bei der Unterschrift des Mietvertrags ist natürlich eines wichtig: lest das Kleingedruckte, auch wenn es nervt. Und bei Fragen einfach fragen. Denn die Bestimmungen, was mit den Autos erlaubt ist und was nicht, sind entscheidend, wenn es später um den Versicherungsschutz geht. Bei ASCO in Namibia sind die Fahrzeuge mit GPS zur Überwachung ausgestattet, ein Sicherheitsfeature, das beiden Seiten dient. Some of our vehicles are fitted with satellite surveillance. Be aware of the fact that most gravel roads curve down at the sides and that you may drift to the edge without realizing it, which could easily result in your vehicle overturning. Avoid driving at night unless absolutely necessary, as wild animals are most active then and often cross roads. Of course, you should also be aware of animals jumping into the road during the daytime. Wer in Namibia nicht auf Tiere trifft, hat irgendwas falsch gemacht. Wenn ihr euch unsicher seid, wie ihr euch verhalten sollt, fragt die Vermieter. Seriöse Anbieter werden sich genügend Zeit nehmen, jede Frage zu beantworten. Und auch wenn dies eher nicht auf die meisten Reiseländer zutrifft, beim Rendezvous mit wilden Elefanten sind einige Spielregeln einzuhalten. Die an die fahren, nie die einengen, aufpassen, wenn die Kleine haben, und die Jungen, also die Teenager, sagen wir mal so. Das sind die, vor denen am meisten aufpassen müssen. Das sind die, die auf ihre Kräfte gucken wollen, ne, und gehen auch schon mal auf Angriff, haben meistens zu viel Angst beim Auto, dass sie Sachen wieder umdrehen würden und auch abhauen würden. Aber du weißt es nicht. Dann kann auch das Auto beschädigen. Ja, aber grundsätzlich wirklich Abstand lassen. Und dann wirst du schon sehen, wenn die
Wenn die sehr relaxed sind, haben die meistens die Augen ein bisschen zu, also die Augenlider ein bisschen runter. Die anfangen die Augen aufzureißen und natürlich das Ohrenflappern, was aber auch immer sein kann. Also die flappern ja auch, wenn es heiß ist, aber wenn du merkst, dass dann schon, wenn die aggressiv werden und vor allem die Augen weit aufreißen, dann weißt du, der ist gestresst und dann wird schon kritischer. Kritische Momente kann es aber auch ohne einheimische Fauna geben. Bei der Routenplanung sollten die Vermieter gern behilflich sein und auf die Tücken hinweisen. Also du hast noch bei UGAP Self-Bereiner, da geht es noch einigermaßen. Du kannst auch noch weiter westlich auch noch reinfahren, dann musst du ein ganzes Stück im Fluss fahren. Und auch im UGAP gibt es Sumpfgebiete. Na, fahrt nicht in diese Sumpfgebiete rein. Da sind schon einige Autos weggesackt und nicht mehr wieder rausgekommen. Richtig vorbereitet und mit genug Wissen ausgestattet kann es dann losgehen. Auf ins Abenteuer! Übrigens, die gesamte Namibia-Reise seht ihr im kommenden Herbst hier in unserem Kanal.